Hinter mir stehen hunderte Glasobjekte. Sie spannen 200 Jahre Geschichte Lobmeier. Sie sind nicht chronologisch organisiert, sondern sie sind thematisch gruppiert. Und die Idee ist, neue Verbindungen zwischen Objekten zu bauen, rote Faden für die Besucher zu finden und zu zeigen, wie gewisse Details sich wiederholt haben über die Jahrhunderte und wie gewisse Formen sich entwickelt haben. Die Firma Johann Ludwig Lobmeier erzeugt in 6. Generation Kunstglas und sie hat alle 3 Dimensionen des Glases in ihrer Produktion von Anfang an vertreten gehabt. Das heißt Spiegelproduktion, Luster und Hohlglas. Für das Museum, das heutige MAK, das ehemalige KK, Österreichische Museum für Kunst und Industrie, war Ludwig Lobmeier der zweite Geschäftsführer, ein ganz wichtiger Partner ab Gründung des Museums, denn er teilte mit unserem Gründungsdirektor Rudolf von Eitelberger die Idee, dass die österreichische Kunstindustrie eine Vorlagensammlung bräuchte. Man hat sich in der Weltausstellung in London 1862 getroffen, wo Lobmeier das erste Mal einen Stand hatte und durchaus erfolgreich ausstellte. Aber man stellte fest, dass die österreichische Kunstindustrie im Vergleich zu den führenden Nationen Frankreich und England nicht konkurrenzfähig war. Darum war Ludwig Lobmeier auch einer der Befürworter der Gründung des Österreichischen Museums für Kunst und Industrie nach dem Vorbild des South Kensington Museums. Er schenkte unserem Museum auch die berühmten Werkzeichnungsbände, 18 Bände mit über 1000 Zeichnungen, die er zwischen 1881 und 1892 dem Museum überließ, als Anregung und als Studienobjekte, die in der Bibliothek des Museums verwendet werden sollten. Und dort befinden sie sich heute noch und können auch verwendet werden. Lobmeier, das steht auch für die enge Verbindung zwischen dem Erzeuger, Glasverleger eigentlich, Lobmeier, und dem Markt, denn wir haben in unserer Sammlung über 3000 Objekte aus der Produktion der Firma, von historischen Stücken aus den Anfangszeiten bis zu ganz aktuellen Arbeiten, und wir zeigen sie auch hier in der Ausstellung. Es zählen dazu so prächtige Beispiele wie Teile aus dem Service, das Kronprinz Rudolf seiner Gemahlin Stephanie von Belgien zur Hochzeit schenkte. Wir haben wichtige Luster aus der Produktion von Lobmeier in der Ausstellung, allen voran den berühmten Luster, den Josef Hoffmann 1914 für die Werkbundausstellung in Köln mit Lobmeier entwickelt hat. Und wir zeigen natürlich alle möglichen Service, die Klassiker von Josef Hoffmann, von Oskar Strinat, von Oswald Hertel, von Adolf Loos in der Ausstellung der Wiener Glasverlegerfirma. Sie haben ab ihrer Gründung eigentlich und bis heute immer mit den wichtigsten zeitgenössischen Designern, Architekten und Entwerferinnen und Entwerfern zusammengearbeitet. Also es waren auch durchaus Frauen dabei. Wir fokussieren etwa speziell auf Marianne Rath, die Zwillingsschwester von Hans-Harald Rath, mit Objekten nach ihrem Entwurf, um zu zeigen, das ist eine lebende Firma, die sich auch ab 2007 ganz intensiv bei der Vienna Design Week immer wieder engagiert hat, die bis heute den Innovationsgeist, diese Auseinandersetzung mit der Tradition aus einer heutigen Sicht weiterführt und hoffentlich auch die nächsten 200 Jahre so weiterführen wird.